Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Rezeptvideo. Heute machen wir wieder, wie ganz oft, was Schnelles und Einfaches, aber sehr, sehr Leckeres. Man könnte das Salat nennen oder auch Brotaufstrich, könnt ihr euch aussuchen. Auf jeden Fall, ich würde es ein bisschen so nennen, veganen Thunfischaufstrich. Weil ich finde, das schmeckt schon so ähnlich und ja, ihr wisst vielleicht, man sollte Thunfisch ja nicht ganz so oft essen, ne, wegen den Schwermetallbelastungen und so weiter. Deswegen finde ich diese Alternative, nicht nur, dass es eine Alternative zu dem Thunfischsalat ist, den ich sonst so mache, sondern ich finde den sogar noch leckerer und mache den regelmäßig. Gerade wenn ihr Kids habt und unterschiedliche Brotaufstriche braucht, immer mal wieder was Neues, ist das sehr gut geeignet. Aber es schmeckt auch lecker, einfach so pur, zum Beispiel auf so ein bisschen Salatblättern so drauf und das einfach so snacken. Also wie gesagt, entweder als Brotaufstrich oder als Snack super lecker geeignet. Mit nicht vielen Zutaten. Hauptzutat sind Kichererbsen. Ich habe jetzt hier vorgegarte. Dann brauchen wir einmal Sellerie und glaubt mir, auch wenn ihr kein Sellerie mögt, die meisten hier von meinen Kids mögen kein Sellerie, aber hier drinnen essen sie den. Weil ich weiß nicht warum, aber genau das ist so die Hauptzutat, die macht so diesen Geschmack aus. Also ihr müsst es unbedingt probieren, auch wenn ihr keinen Sellerie mögt. Versucht es wirklich ganz fein zu schneiden, da mit reinzumachen. Glaubt mir, das macht den Unterschied. Dann auf jeden Fall frischen Dill, der muss rein. Dann rote Zwiebeln, könnt aber auch Lauchzwiebeln nehmen, aber ich finde rote Zwiebeln besonders passend dafür. Dann als Dressing brauchen wir etwas Mayonnaise und etwas Joghurt. Ihr könnt hier zum Beispiel auch vegane Mayonnaise verwenden ohne Ei und eine vegane Joghurt-Alternative, dann ist das wirklich also ein veganer Aufstrich. So ist er vegetarisch, ja. Dann etwas Senf, Essig, Zitronensaft, Salz und Pfeffer und das war's auch schon. Also ich schnippel jetzt den Sellerie und Dill klein und zerquetsche die Kichererbsen und dann rühren wir alles zusammen und das war's eigentlich auch schon. Die Kichererbsen könnt ihr mit einer Gabel oder einem Stampfer, ein Kartoffelstampfer geht auch, einfach so ein bisschen klein machen. Es muss jetzt kein Püree sein, es soll schon stückig sein, aber auch nicht zu groß. Och. Joghurt und Mayo. Könnt auch nur Mayo nehmen, aber so ist es ein bisschen legerer. Senf, etwas Essig. Erstmal weniger, kann immer abschmecken und dann noch mehr dazugeben. Und etwas Zitronensaft. Salz und Pfeffer und das war's. Oh, da kommt zu wenig Salz raus. Wir nehmen das große Salz.
Und so schnell habt ihr einen leckeren Brotaufstrich oder eben auch als Snack, so ein bisschen so als Salat, als Beilage zu irgendwas oder einfach in so Roma-Salatblätter füllen und dann so snacken. Super lecker, probiert es auf jeden Fall aus. Ich esse es am liebsten natürlich mit einer schönen krossen Scheibe Brot und beiß mal rein jetzt, weil ich habe Hunger. Ich lieb's. Frisch und lecker. Ich sag's euch, der Sellerie muss da rein. Ihr habt auch hier eure Proteine in Form von den Kichererbsen. Und perfekt auch, ihr könnt das Ganze jetzt in eine Tupper füllen und einfach im Kühlschrank lagern. Und das könnt ihr locker so eine Woche von essen. Bei uns ist das jetzt direkt wieder weg. Ich habe jetzt so eine kleine Portion gemacht. Ihr könnt da selber entscheiden. Ich schreibe euch die genauen Zutaten und Mengenangaben nochmal unten in die Videobeschreibung. Ich hoffe, das kleine Rezeptvideo hat euch gefallen. Abonniert sehr, sehr gerne den Kanal. Jeden Mittwoch bekommt ihr Rezepte und sonntags Alltagsvlogs von uns. Über einen Daumen nach oben freue ich mich sehr und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!